Hallo zusammen. Ich teile heute meine Gedanken und Erfahrungen zum Thema Hate, vor allem Hate in der Kunst, und male ein Männerporträt mit Acryl. Das ist ein Auftragsbild, das ich letzte Woche gemalt habe. Mr. Darcy ist der Titel. Wunderschöne warme braune Töne und ein leichter Vintagewind, sag ich mal so. Ich bedanke mich bei der Käuferin. Wer hatet also die Künstler? Na, wenn Autodidakten prallen. Das habe ich vor einiger Zeit unter einem von meinen Shows gelesen. In einem Kurzvideo zeigte ich, wie man die Leinwand nachsparen kann. Kein Geheimniswissen war das, trotzdem haben sich viele für dieses einfache Nachspanrezept bedankt. Es war nicht für die Profis bestimmt, die diese Infos gar nicht brauchen, weil sie ihre Leinwände selber zusammenstellen. Wie der gute Mann das macht, der mich zu überzeugen versuchte, dass ich mein Wissen auf keinen Fall öffentlich teilen darf. Da habe ich einen Fehler gemacht. Ich habe angefangen, mit ihm zu diskutieren. Die Diskussion endete mit diesem Satz, der mich als autodidaktische Künstlerin, die sich alles selber beigebracht hat, verletzen sollte. Mich dazu zwingen aufzugeben, mir zu zeigen, dass ich nicht gut genug bin. Ich habe damals zwar gelacht, betroffen hat es mich trotzdem, sonst würde ich diese Situation gar nicht mehr erwähnen. Und es ist nicht der einzige negative Kommentar, den ich erlebt habe, seitdem ich mit meiner Kunst in die Öffentlichkeit gehe. Die Menschen haben die Möglichkeit, ihre Meinung im Internet direkt zu äußern. Diese Anonymität dient als Schutz und schafft wahrscheinlich ein Gefühl bei manchen, als ob man alles sagen könnte, was man will. Wir empfinden Hate als konstruktive Kritik und es ist ein Fehler, sie gleichzusetzen. Konstruktive Kritik soll helfen und auf eine positive Weise Verbesserungsvorschläge machen. Hate ist aber oft verletzend und destruktiv. Der Ton ist meistens aggressiv, abwertend. Kommentare sind beleidigend und unproduktiv. Hate schadet uns. Seit einiger Zeit ignoriere ich Hater jeder Art. Nicht jeder Kommentar verdient eine Antwort. Es ist fast immer eine Provokation und darauf gehe ich nicht ein. Hater suchen ja meistens nach Aufmerksamkeit und Reaktion. Und wenn ich nicht antworte, nehme ich ihnen einfach die Grundlage oder die Kraft für weitere Angriffe. Ich spare mir dabei meine emotionale Energie. Lieber investiere ich sie in meine Kunst, schneide ein neues Video zum Malprozess oder backe etwas für meine Kinder. Ich vermeide dadurch die Negativität, sonst ist es wie ein Teufelskreis aus negativen Kommentaren. In diesen Strudel möchte keiner von uns hineingezogen werden. Also setze ich die Grenzen und blockiere die unglücklichen Menschen. Denn genau das sind sie. Unglückliche, kleine Menschen, die sich nur dann besser fühlen, wenn sie die anderen verletzen.
Ihr Verhalten sagt mehr über sie aus als über die Menschen, die sie angreifen. Es ist immer nur über sie selbst. Sie sind unwichtig. Meistens sind es diejenigen, die keinen Erfolg im Leben haben und darum verbittert werden. Erfolgreiche Menschen werden nie Hate-Kommentare schreiben, da sie keine Zeit und Lust dazu haben. Und mit Erfolg meine ich hier nicht unbedingt einen beruflichen oder finanziellen Erfolg. Glücklich werden, diesen Zustand behalten, Fortschritte machen, bedeutet auch erfolgreich sein. Und man wird ja dadurch nicht besser, wenn man die anderen hatet. Manche Menschen projizieren ihre eigenen Unsicherheiten und Ängste auf andere, indem sie negative Kommentare schreiben. Oft haben Hater ein geringes Selbstwertgefühl und versuchen sich durch das Herabsetzen anderer besser zu fühlen. Es ist eine Art Selbstschutzmechanismus, der ihnen wahrscheinlich hilft, ihre eigenen Unzufriedenheiten zu bewältigen. Das Ganze ist sehr ablenkend und belastet uns emotional. Und wenn wir darauf reagieren, lenkt es uns oft von unseren eigentlichen Zielen und Prioritäten ab. Ich möchte mich auf das Wesentliche konzentrieren und mich von negativen Einflüssen nicht aus der Bahn werfen lassen. Und es heißt also, Grenzen setzen, Gedanken beruhigen und weiterarbeiten. Unsere Ziele und das Wohlbefinden sind wichtiger als die Meinungen anderer. Schafft euch eine positive Umgebung. Und die Welt ist kompliziert genug. Wir müssen keine Menschen in unsere Räume einladen, die uns unangenehm sind. Wir sehen uns nächste Woche. Bis bald.